Spieler kommen, Spieler gehen, das Transferfenster auch bei der Hertha hatte es wieder in sich, wen ich alles verkauft habe und wer unsere Mannschaft verstärken soll. Für die kommende Bundesliga-Saison, das seht ihr alles in diesem Video. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zum Start der zweiten Saison mit unserer Hertha hier in EAFC 24. Freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr habt ja abstimmen können, wie dieses Projekt jetzt weiterlaufen soll. Ich hatte euch ja die Entscheidung offen gelassen und die Mehrzahl, eigentlich knapp 70%, wie ihr hier sehen könnt, haben gewotet dafür, dass ich das so machen soll wie bei der Eintracht. Das war also jedes Spiel einzeln spielen. Ich habe ja gesagt, ich beuge mich der Mehrheit. Ich finde das auch völlig okay. Ich hätte auch die anderen Möglichkeiten genommen, dass wir das Projekt vielleicht erstmal auf Eis legen oder beenden oder dass ich das so weitermache wie in der zweiten Liga. Aber wenn die Mehrheit das hier gerne möchte, dann machen wir das. Ich zeige euch, wen ich alles gekauft habe, wie unsere Mannschaft aussieht, was wir vorhaben. Und dann soll es das auch eigentlich schon gewesen sein. Also nicht so ein langer Part. Ab dem nächsten Part geht es dann wieder los mit den Spielen. Wir gucken uns mal die Spielpläne an, gucken in die anderen Ligen rein. Das ist so der Fahrplan. Wir gehen jetzt mal zu Transfers, dann gehen wir mal zu Transferzentrale, Transferverlauf. Und dann schauen wir mal auf unseren Verein. Wir fangen mal ganz oben an. Ganz klassischerweise brauchte ich natürlich einen Stürmer. Ich habe ganz groß ausgemistet. Also viele Leute, die in der zweiten Liga noch Stammspieler waren, sind jetzt gar nicht mehr da. Formation ist umgestellt worden. Ihr seht schon, im Sturm ist das Gesicht neu. Da haben wir einmal Justin Jinma für 6 Millionen. Den habe ich auch wieder überteuert gekauft. Den hätte ich auch für 2,5 Millionen bekommen. Oder maximal 3 Millionen, glaube ich. Aber ihr kennt ja meine Verhandlungskünste. Da lege ich gerne mal ein bisschen mehr Geld auf den Tisch. Ich bin ja sehr fair, ich bin ja sehr nett. Auch den anderen Vereinen gegenüber, den soll es ja auch nicht schlecht gehen. Von daher 6 Millionen. Dann habe ich mir Brian Lasme, genannt von Schalke 04. Alleine sein Gesichtsausdruck zeigt schon, dass er richtig Bock hat auf die Saison. Im Tausch 780.000 Euro und Wilfried Kanga. Ich glaube, da haben die Schalker vielleicht einen guten Stürmer. Wir haben auf jeden Fall einen schnellen Stürmer, einen robusten Stürmer. Ob es natürlich für die Erstliga reicht, wird man dann sehen. Schalke ist auch in der ersten Liga. Hier übrigens in der Hertha-Karriere in dem Speicherstand. Ich bin mal sehr gespannt. Dann fürs Tor habe ich mir, ich glaube, Johannes Urbich heißt er, ist jetzt aktuell bei Greuther Fürth, vom 1. FC Köln ausgeliehen, ist auch ein großes Torhüter-Talent. An Torhüter-Talenten hat es den Deutschen noch nie geschadet, also da werden wir, glaube ich, nie Probleme kriegen, auch in den nächsten 30 Jahren, für 4,2 Millionen. Dann habe ich mir Bradley geliehen von den Spurs. Rechtsverteidiger brauchte ich dann auch einen neuen und da habe ich mal geguckt, wen könnte man eventuell leihen, weil ich ja nur eine Saison mache mit der Hertha, habe ich ja auch gesagt, eine einzige Saison mit der Hertha. Und von daher kann man auch mal so Leihgeschäfte machen, die nur für eine Saison gelten. Dann unseren zweiten oder dritten Topstürmer der letzten Saison, Previak, abgegeben zu den Celtic Glasgow. 2,1 Millionen. Dann haben wir uns Karbovnik, habe ich dann abgegeben für 7 Millionen an Sporting Lissabon. Der ist also ins Ausland, genauso wie John Joe Kenny zu Start Rennes für 4,6 Millionen. Da hat es also auch nochmal ein bisschen Geld gegeben. Dann habe ich mir Busio geholt, einen US-Amerikaner fürs zentrale Mittelfeld. Brauche ich auch unbedingt. Ich zeige euch auch gleich warum. Formationsumstellung und so weiter und so fort. Da muss ich ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. 16 Millionen. War noch ein bisschen Geld von Lars Windhorst übrig. Von daher habe ich da das Geld mal zusammenkratzen können. Dann habe ich eine Buchalakis verkauft nach Spanien an Girona. 4,5 Millionen. Den wollte ich ja sowieso verkaufen, weil ich muss ja Umsätze erzielen. Transfererlöse und so weiter und so fort. Von daher habe ich den verkauft und gekauft habe ich mir ebenfalls noch Forbes. Rechter Flügel, linker Flügel, super schneller Mann von Ajax Amsterdam. 16 Millionen muss ich da auch hinlegen. Also ihr seht, ich habe knapp über 30, 40 Millionen ausgegeben, habe aber natürlich auch ein bisschen Geld bekommen. Dazu noch eine Leihe. Ich bin sehr gespannt. Das ist also die Startformation. Ich habe auch noch ein paar Leihspieler zurückbekommen. Ich musste aus 4-3-3 umstellen, weil ich gerne mit 3 Sechsern das mal spielen wollen würde. Suat Serdar, der war auch verliehen. Ich glaube auch an Schalke kann das sein. Ich glaube, Schalke hatte Suat Serdar geliehen. Dazu haben wir Sforza mit einem sehr jungen Alter noch, 22 Jahre. Ich glaube, Suat Serdar mit 27 oder sogar Marc-Oliver Kempf mit 29 ist der Älteste in dieser Truppe. Und da wisst ihr eigentlich schon Bescheid. Wir gehen das mal hier durch. Dann haben wir Harto jetzt standardmäßig anstatt Ledley King. Der hat halt 3 Stärken mehr, aber Ledley King ist auch immer eine Option, um den dann reinzubringen. Der ist halt stolze 18 Jahre erst alt. Bradley ist halt auch erst 21, Rechtsverteidiger. Großes Potenzial. Dann haben wir Barco auf der linken Seite, auch 20 Jahre jung. Forbes ist auch erst 20, ist unglaublich schnell für den Flügel. Vorne Justin Jinma. Ich wollte einen schnellen Stürmer haben und ein bisschen robusteren, ein bisschen Kopfballstärkeren Stürmer. Jinma ist nur 1,79 groß, der kommt über seine Geschwindigkeit, auch erst 23. Nusa auf der rechten Seite ist auch erst 19. Busio 22, wie gesagt, Serdar im Mittelfeld, der Legionär. Hinten haben wir dann Obig mit jungen 21 Jahren und auch die Bank ist nicht viel älter. Also ihr seht, viel Talent schlummert hier. Reicht das für den Klassenerhalt? Ist die große Frage. Können wir damit mindestens mal 2 Mannschaften hinter uns lassen, dann wieder Relegation spielen und uns dann
ja, in der ersten Liga halten. Das wird das Ziel sein für die Saison. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Truppe. Schreibt mal unten rein, wie ihr die Mannschaft findet. Ich hatte zu Beginn, glaube ich, über 30 oder 35 Millionen hatte ich, glaube ich, zur Verfügung. Da musst du natürlich auch immer mal gucken, wen bekommst du. Ich möchte auch nicht zu viel ausgeben für eine Position, weil ich auch für mehrere Positionen natürlich einkaufen muss. Von daher konnte ich jetzt zum Beispiel für einen Stürmer keine 20 Millionen ausgeben. Oder 25 Millionen, das wäre utopisch gewesen. Von daher, ja, Auftaktspiel ist gegen Leverkusen. Wir gucken uns mal hier die erste Liga an. Das ist ja ein bisschen anders als in dem Karrierestand von der Eintracht. Habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wann ich die Folge hier hochlade. Also, ich glaube, aufgestiegen mit uns, klar, sind Schalke und Hannover in dem Fall. Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, Stuttgart, Bochum. Wird eine sehr, sehr interessante Bundesliga. Also, ich vermute auch, ich will es jetzt nicht herbeirufen, dass wir mehr unten spielen werden, also in der unteren Tabellenhälfte. Wenn wir oben, weiter oben stehen sollen, so ab Platz 12, 11, wäre ich vollends zufrieden. Aber ich glaube, mit dieser jungen Truppe, das wird schon teilweise echt ganz, ganz hart. Vor allem natürlich gegen die stärkeren Clubs. Ich weiß es aber nicht, keine Ahnung. Ich lasse mich überraschen. Hat schon so viele Sachen hier gegeben. Wir können auch Überraschungsmeister werden, keine Ahnung. Da muss aber auch ganz viel zusammenkommen. Gucken wir mal, DFB-Pokal sind wir schon in Runde 2 gefordert. Da spielen wir gegen Nürnberg. Ja, ist auch ein, glaube ich, ausgeglichenes Duell. Die zweite Mannschaft von Freiburg ist mit dabei. SC Freiburg ist mit dabei. Ach ja, die sind ja dritten Liga. Freiburg 2. Hier in-game ist das ja ein bisschen anders geregelt. Schauen wir mal hier in die Champions League rein. Da finden auch noch die Quali-Runden statt. Also so viel gibt es halt hier auch noch nicht zu sehen. Klar, Teamstrategie muss ich jetzt auch mal wieder gucken. Was ich noch mal gucken wollte, wie wir das hier im Mittelfeld machen. Ne? Mit der Formation. Hier haben wir überall ein 4-2-3-1. Ich würde aber tatsächlich dieses 4-3-3 gerne mal ausprobieren. Indem ich einfach hier den beiden Flügelleuten Abwehr überlaufen gebe. Ist natürlich die Frage, soll ich ein bisschen mutiger beginnen? Dann würde ich auch die 3 vorne lassen. Aber wir warten erstmal ab. Ich glaube, ich lasse Busio hinten. Suazerda, boah, den könnte ich eigentlich auch ausgewogen lassen. Ich lasse, glaube ich, hier erstmal ausgewogen. Die lasse ich natürlich hinten, also hinten bleiben bei Angriffen. Ich habe ja die Formation oder das Konzept ausgeglichen. Von daher kann ich da ein bisschen freier hier die ganzen Taktiken und Anweisungen machen. Da würde ich mal übergreifend machen. Heißt also quasi, wenn die mit nach vorne gehen sollten, dass sie nach außen ziehen, dann müssten die beiden auf dem Flügel eigentlich nach innen ziehen. Ich lasse es aber erstmal so. Ich möchte da jetzt nicht so viel verstellen. Hier haben wir dann natürlich auch ein bisschen Freiraum, ob ich das erstmal auf 50-50 lasse. Ja, hier kann ich, glaube ich, nur, ja, gut ausgeglichen machen, weil das Konzept halt auch ausgeglichen ist. Ich könnte aber zum Beispiel sagen, dass wir mal ein bisschen höher stehen. Wir fangen einfach mal mutig an. Wir nehmen den Schwung des Aufstiegs einfach mit, so wie Aufsteiger meistens spielen in der ersten Saison, nachdem sie in der ersten Liga sind. Einfach mal ein bisschen mutiger, ein bisschen erfrischender nach vorne. Kann ja auch mit dem 4-3-3 ganz gut funktionieren. Ich kann auch das Konzept noch ein bisschen umstellen in den anderen Formationen, beziehungsweise, ja, hier haben wir halt viele andere Formationen. Da würde dann zum Beispiel Suazerda vorne spielen, Nusa rechte Seite, Forbes dann links. Das würde alles soweit klappen. Das kann ich aber nochmal offscreen machen, dann vor dem Spiel gegen Leverkusen. Ich wollte diesen Part einfach dafür nutzen, um euch das Team vorzustellen, was ich auf dem Transfermarkt gemacht habe und dass ihr gut vorbereitet dann in die Saison reingeht. Wir haben zwar noch ein paar Leute, die man dann mal so als Notnagel reinwerfen kann, aber ihr seht, da ist halt wirklich nicht viel vorhanden. Das ist halt der Stammkader, die Mannschaft, die muss funktionieren. Da darf sich nicht irgendeiner schwerwiegend verletzen, ansonsten sieht es halt wirklich bitter aus. Aber gut, das weißt du vorher nie. Wir können auch ganz glimpflich durch die Saison durchkommen. Wir können halt auch 2 Leute haben, die sich am ersten Spieltag das Kreuzband reißen. Warum auch immer. 3-mal auf Holz geklopft, hoffen wir nicht. Jugendspieler, Jugendscouts haben wir natürlich auch noch mit dabei. Jugendakademie, gucken wir auch noch mal rein. Aber ihr seht, die brauchen noch 62, 61, 56. Die sind noch nichts für die erste Mannschaft. Ich wollte eigentlich noch mal ganz kurz in den Kalender reingucken, wie so das Auftaktprogramm ist. Also ihr seht schon, Leverkusen ist natürlich auch, eine Hausnummer. Aber zu Hause, Aufstieg, wie gesagt, schauen wir mal. Dann haben wir Schalke als erstes Auswärtsspiel. Dann haben wir Leipzig, Frankfurt und Dortmund. Ich glaube, hier zwischen kommt dann noch irgendwo DFB-Pokal. Dann DFB-Pokal, dann haben wir Gladbach, die Bayern erst zu Hause. Union zu Hause, in Hannover auch zuerst, zu Hause gegen Augsburg. Das sind dann so Gegner, da könnte man dann auch mal einen Sieg holen oder ein paar Punkte holen. Und genau, dann haben wir noch Wolfsburg unter anderem, zuerst in Wolfsburg, dann 2 Heimspiele zum Schluss. Und dann geht es hier gegen Hoffenheim, glaube ich, schon mit der Rückrunde los oder Hannover. Also, wir haben wieder viel vor. Wir können viel erreichen, wir können auch vieles in Sand setzen, viel verlieren. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, euch gefällt die Truppe. Das ist Nummer 1. Ich hoffe, Nummer 2, dass ihr mit dabei seid. Auch wenn ich jetzt die Hertha-Karriere so mache wie die Eintracht-Karriere. Die Mehrzahl hat dafür gestimmt. Ich hoffe, dass es nicht zu langweilig wird für euch.
Ich freue mich auf jeden Fall. Schaltet rein. Im nächsten Part, da geht es dann los gegen Leverkusen. Ich freue mich, bin sehr gespannt, wie sich die Truppe spielen lässt. Von daher, wenn ihr also diese Karriere nicht verpassen wollt, wenn ihr dabei sein wollt auf dem Weg zum Klassenerhalt, lasst gerne jetzt einen Daumen nach oben da. Ein kostenloses Abo direkt unter dem Video würde mich freuen. Aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns wieder zum Auftakt gegen Leverkusen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sehen uns. Bleibt gesund, habt einen schönen Tag.